Ja, ja, und damit stille Grüße hier von Gabriel Knight, Sins of the Fathers. Letztes Mal sind wir hier stehen geblieben. Es ist echt etwas komisch, dass hier gar keine Musik ist. Ja gut, wollen wir mal weitermachen. Bisschen uns umgucken, was wir hier noch so finden können. Hier ist ein A Telefon, desk glaube ich. phone is cheap. Ja gut, dann wollen wir es mal nutzen. Und mal gucken, ob wir unsere Oma anrufen wollen. Ich glaube, das wollten wir machen. Ah, ja. Gabriel never has figured out how to operate the memory function on this phone. Gut, vielleicht können wir unsere Oma doch nicht anrufen. Okay, gut, dann müssen wir weiter gucken. Erstmal alles A beobachten. little cold bubbly and brie cheese is about all Gabriel's fridge ever has in it. Bills from last Christmas gather dust. Okay. Kann man das hier öffnen? Wo ist die Tür? Ah ja. Gabriel, shut the refrigerator, please. I can smell it from here. Women. Weibe, oder? It's Gabriel's bathroom. I really got to get around to cleaning up in there. The medicine cabinet contains a few old prescriptions, personal hygiene stuff, and lots of hair products, including some hair gel. Da wollen wir das doch mal mitnehmen. Ist die Frage, wie wir das am geschicktesten machen. So? I'll take this hair gel. You never know when you'll need a touch-up. Touch-up, All my okay. clothes look the same, so why change them? Okay. All my Ja. clothes. Ich muss wieder erstmal ein bisschen Jeans beobachten. and T-shirts. Okay. Gabriel likes a subdued lighting effect in his Ja. studio. Gabriel's bed. Ja, Entschuldigung. The dresser holds a meager supply of underwear and 38 pairs of mismatched socks. Ja, Socken habe ich, glaube ich, in der letzten Folge schon angesprochen. Das, ja. The wastebasket overflows with crumpled pages of mediocre glory. A small trunk serves as a table for the radio. Aha. Gabriel's reference books occupy a space near his typewriter. Several dozen books, including a few of Gabriel's novels, occupy the shelves above his desk. Several dozen Okay, das haben wir auch. Mardi Gras mementos left by some female or other. Okay. Gabriel's bedroom is also his office, his studio. Das haben wir, glaube ich, auch schon angehört. Gut, ich will hier nichts verpassen, weil es mir schwerfällt, hier auch die richtigen Interaktionsmöglichkeiten zu finden. There's a flashlight on the dresser. Ja, genau. This building's wiring leaves a lot to be desired. Dann wollen wir das doch mal mitnehmen. Wo ist die Hand? Hier. Da ist doch irgendwie eine Kerze in einer Flasche oder sowas. I might need a flashlight. Ja. Gabriel might as well leave that here. Okay, Gabriel alright. might as well. Okay, alright. Gabriel might. Okay, alright. Dann gehen wir hier wieder raus. Und ich würde eigentlich gerne noch mal in die Kasse gucken. Ich weiß aber, dass ich die nicht aufgekriegt habe. Aber ich vermute, dass man das vielleicht mit diesem Symbol machen muss, ja? Lupe müssen wir auch noch mal mitnehmen. Gabriel opens the Ja, guck cash mal. register to examine the take. Or, in the case of St. George's books, the mistake. Oh Gott, Entschuldigung. The gift set. Das ist ein Geschenkgutschein. I trust you can live without this old gift certificate. Knock yourself out. Okay, dann nehmen wir das noch mit. Mind if I borrow the magnifying glass? No, Sherlock. Just bring it back when we get the next estate shipment. No problem. Okay, dann würde ich gerne noch mal mit ihr sprechen. Hallo, Grace. Denn wir haben immer noch keine Möglichkeit zur Oma Got a minute, Grace? zu gehen. Und ich glaube, da müssen wir hin, oder? Tell me about yourself, Grace. What Oh, else God. do you want to know? Nee. Nothing. Suit yourself. Nee, Do you Nachrichten. have messages? Nope. Okay, ich weiß nicht. Müssen wir doch nicht zu unserer Oma. Wo geht's eigentlich hier hin? Gabriel cannot take that. Kann man da hochklettern? Hier ist ja auch noch irgendwie eine zweite Ebene oder so etwas. Mal gucken. Oh ja, Tatsache. If you try to look down my shirt one more time,
I'm leaving. Hell, just trying to refresh my memory. I know what you're trying to refresh, and it isn't your memory. Get down. Aha. That doesn't work. Was ist das da oben? There's no one in that part of the shop. Nee, nee, There nee. is nothing. Okay, ich will ja hier einfach nichts verpassen. Ich habe immer, wie gesagt, bei den Sierra Adventures immer das Gefühl, ich verpasse irgendwas und laufe in den Dead End, weil ich irgendwo was nicht mitgenommen habe. Deswegen habe ich die nie so gerne gespielt. Okay, gehen wir hier mal durch. Tschüss, ne? Und wer jetzt I'm was... going out. Jo, jo. Ach, guck mal. Da, Oma. Und da ist der Tatort. Ah, das habe ich nicht gewusst. Okay. Dann gehen wir mal zur Oma. Ah. Hallo, Obi. Gabriel, I'm so glad you stopped by. Gerne, Oma. Sorry it's been a while, Grandma. Not at all. Give us a kiss. Now come and sit down. Tell me how you're doing. Ach, die ist ja lieb. Muss mal ein bisschen mit dir unterhalten. Oma. Can we talk, Gran? Of course, my boy. How can I Och, ist die help? lieb, das Herz zerreißen. So, also, wir wollen vielleicht nicht mit ihr über die Voodoo-Morde reden. Wir sprechen erstmal... Erstmal machen wir ein Kompliment. You know, you get prettier every time I see you. Oh, you. Tolle Porträts. Have you baked any of your incredible molasses pies lately? No, dear. But you let me know when you want some, and I'll whip up half a dozen. You've lost weight. Are you courting a new man? Oh, Gabriel, don't be silly. You know there'll never be anyone but your granddad for me. Tja. Ich versuche ja in die Let's Plays immer so ein bisschen auch persönliche Note und sowas einfließen zu lassen. Ein bisschen Sachen zum Nachdenken und so weiter. Vielleicht kann ich eine kurze Story erzählen aus meiner Familie. Und zwar habe ich einen Opa und 2 Omas. Und eine Oma, von ihr der Mann, also mein Opa, den ich nie kennengelernt habe, der fehlende Opa, der ist vor 35 Jahren gestorben, also 3 Jahre vor meiner Geburt. Und ich habe den halt natürlich dann nie kennengelernt. Und meine Oma hatte tatsächlich, die war dort dann ja ein bisschen so um die 50, ein bisschen über 50 muss sie gewesen sein. So, ich denke mal 55. Müsste es jetzt genau zurückrechnen. Und sie hatte danach wirklich keinen Partner mehr. Ich weiß nicht, wie ich das selber sehe. Für mich würde erstmal das Glück meiner Freundin irgendwie, dann Frau oder wie auch immer, über allem irgendwie stehen. Und ich finde irgendwie nicht, dass sie dann ohne Liebe oder ohne Zuneigung leben sollte. Und alles, was natürlich dazugehört, ne? Zwinker. Naja, würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Ob man, ja, wenn man vielleicht die eine große Liebe verloren hat, dann wirklich nicht mehr, ja, das nochmal neu erleben kann oder ob es da vielleicht noch eine zweite Chance gibt. Würde mich mal interessieren. Das ist eine sehr tiefe, persönliche Frage, aber vielleicht habt ihr ja Lust, da ein bisschen was zu beizutragen. So, komm, machen wir nochmal ein Kompliment. Your hair looks very pretty today, Gran. Oh, why, thank you, dear. So does... you've always had such nice, thick hair, Gabriel. Mhm, gut, so, Familie Knight. Tell me about our family. Who would you like to hear about? Your granddad, your father, or your mother? Ja, also da das Spiel Sins of the Fathers heißt, würde ich jetzt erstmal als letztes über den Papa ausfragen. Oder vielleicht
Oh, Fathers, also Plural, die Sünden der Väter. Vielleicht ist damit auch der Opa gemeint, Vater eines Vaters vielleicht. Mal gucken. Tell me about my mother. Your mother was Margaret Templeton when your father met her. She came from a very wealthy Creole family in New Orleans. She was beautiful and reckless. She was madly in love with your father, of course, but I also think she liked defying her family. Mhm. Gibt noch mehr? Tell me about my... Your mother's family refused to give her money after the marriage. All she had left was a modest trust fund from a great aunt, who happened to like Philip. The remainder of your mother's trust fund became yours when she died. That's what you used to open your bookshop. Kriegen wir noch mal ein bisschen Insider-Infos hier. Tell me about my... The Templetons are all gone now. Every last one of them. They never wanted anything to do with us, of course. What a waste. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich das hier machen Tell kann. me about my mother. I don't know what else to tell you, dear. Okay, wunderbar. Tell me about my father. Your father was my only child. How we adored him. Philip suffered from terrible nightmares, just like your granddad did. They were two peas in a pod. Mhm. Tell me about my father. When Philip met your mother, it was love at first sight. They were married 2 weeks later. Never looked at a girl seriously until then. And he looked at plenty. You have your father's way with women, Gabriel. And your granddad's. Ob das jetzt das Positivste aller Zeiten ist? Naja. Tell me something about Ah, Granddad. das klickt. Your granddad immigrated to America when he was 21. He worked his way through school, met and married me, and we had your father, Philip. Since you're so interested in family history these days, why don't you go by St. Louis Cemetery No. 1 and visit the family tomb? It would be a sweet gesture. Maybe I will. Ganz sicher werden wir das. Tell me something about Granddad. Your granddad supported me and your father with bookkeeping. I'll tell you what, though, he hated every minute of it. Didn't really like bookkeeping one bit. Maybe that was why he had the worst luck with jobs. The nights he'd come home afraid to tell me he'd lost another. And I would tell him it didn't matter to me. But he felt ashamed, Gabriel. Mhm. Machen wir den Großvater wie erstmal zu Ende. Tell me something about Granddad. Harrison was only 36 when he died. Your Oh. father was 8 years old at the time. Your granddad was hit by a streetcar in the business district. Took me nearly a year to believe he was really gone. I'm sorry, Gran. I know you are, dear. Hey. Wow, 36. Das bedeutet ja dann, wie alt mag sie sein? 80? 50 Jahre alleine. Wow. Oh. Hey. Tell me something about Granddad. Did you know that your granddad was a poet? He was! He wrote the most beautiful poetry for me when we were courting. I always thought he should have done something with that gift. But he was such a practical man. Didn't believe in chasing after dreams. Tell me something I don't know. Tell me about my father. I wanted to just lay down and die when he and your mother were killed in that car crash when you were only 8. It was the thought of taking care of you that kept me going, Gabriel. The police say your father swerved off the road after being frightened by something. Perhaps a deer in the road or a wild cat. Das heißt, seine ganze Familie ist tot? Tragischerweise ums Leben gekommen und der Großvater ist auch jung gestorben. Sterben alle jung. Ah, vielleicht überinterpretiere ich schon wieder, aber... Tell me about my father. Your granddad wanted Philip to have a normal life. He was obsessed by that thought. He pushed Philip to go to law school, but Philip was driven to art. He painted almost in a daze. He would get so inside himself when he worked. Mhm. Tell me about my father.
He always hated it that it was Margaret's money that supported the three of you when his painting couldn't. I kept telling him, try something more cheerful, like a landscape or two. But he couldn't do it. His work was just too dark and disturbing for the public, you know. Ja. Tell me about my father. I don't know what... Hey. Tell me about yourself. Me? Oh, surely you have something more interesting to talk about. Oh, come on, Gran. All right, dear. What do you want to hear? Hm. What do you do all day? You know how I love to knit and work in my garden? I also take long walks. It's the only way to keep an old body like mine from stiffening up. You're not old. Oh, don't be foolish. I'm older than the hills. Tell me about before you met Granddaddy. Well, you know I was born Rebecca Wright. My daddy owned a lot of land outside of town. We grew peas, corn, cotton, all kinds of things. It was a good childhood, but my father was very strict. He didn't much let me out of his sight. Tell me how you met Granddaddy. I met Harrison at a church revival. There was a traveling preacher back then, a big fella named Reverend Jim. I even remember his slogan, "Come to me to find your way." Your granddad was sitting right behind me and my girlfriend Alma, and at one point, old Reverend Jim was flinging his hair around with his fire and brimstone antics, and a piece of it, one of those small add-on do's for men, went flying off. I swear, Harrison and I were the only ones that noticed. We both started laughing to beat the band. Everyone looked at us like we were a couple of loonies. It was then I knew that he was for me. Schön. How you feeling these days? Fit as a fiddle, and don't you worry your head about it. Just tell me anything at all. I had your father when I was 22. The doctors told me I couldn't have any more after him, so I'm afraid I spoiled him rotten. Just... I never loved any man but your grandfather, and I never will. Just tell me anything at all. I hate to admit it, but I was a jealous little thing when your granddad and I were younger. I loved him so ferociously, and he did attract the eyes of the ladies, whether he wanted to or not. Just tell me anything. I get lonely sometimes, but I have lots of girlfriends in the neighborhood. I call one of them if I'm feeling blue. Just tell me anything at all. I wish you'd settle down and give me a great-grandchild. Oh, Gran. Just tell me... I had your father when I was 22. The doctor... Ja, okay. Das loopt sich Oh, no. jetzt. Ach, schön. What do you know about the Voodoo murders? Oh, Gabriel, nothing. And I don't want to. I sometimes wonder what this world is coming to. Tja. What can you tell me about St. John's Eve? St. John's Eve? I remember when I was a girl, we always had a St. John's Eve Mass. The Mass was said at midnight, and we held candles. One time on the way home, we were waylaid by a large group of drunken revelers. They didn't hurt us, but I was frightened. My father was furious. We never went to St. John's Eve Mass after that. Okay, ja, wir kriegen nicht mehr viele Infos raus. Hier haben wir genug. Gut, was ist das hier? Wir müssen jetzt ein bisschen umgucken jetzt. Granny's knitting. Ah. She whips through that stuff like there was no tomorrow. On the wall are portraits of Gran and Gramps when they were young. Gabriel's inherited some good-looking genes. Granny has a way with plants and kids. The magazines in the bin includes issues of Southern Living, Ladies' Home Journal, and Macal's. Okay, dann wollen wir doch mal versuchen. I'm going to go up to the attic, Gran.
Be careful of the dust. Okay, ist staubig da oben. Gut, das tut Gabriel jetzt nichts an. Ja, was haben wir denn hier? Was ist das? Ich muss mich einfach umgucken. That box of knickknacks has been up there for at least 5 years. It's an old, dusty bicycle tire. Grandma's attic is a storehouse of forgotten treasures and useless junk. That must have been the year Granddaddy caught Santa on the roof. These old picture frames have been up here for years. Gabriel has seen these ornaments every year at Christmas for Tja. as long as he can remember. Weihnachtsschmuck auf dem Dachboden. It's a lady's hat from the 1920s. From Grand's Virginia Woolf period. Okay. It's an old metal tub full of dust and cobwebs. An elaborate mechanical clock, probably of German origin, is among the discarded treasures of the attic. Bestimmt. It doesn't seem to be running at the moment. The brass bed frame is from God knows where. Okay. Gut, dann gucken wir doch mal, was wir tun können. I think I'll leave that up here. There's nothing I want in there. Ja, na gut. I think Ich klicke ein bisschen rum, it looks pretty heavy. Gabriel doesn't want aber angucken können, oder? the old trunk. Wir können es vielleicht öffnen, ne? Das muss ich echt wieder... The lid is blocked by the clock. The clock so. Mhm. Ja. Aufziehen. Nothing happens. The hands do not appear to have any mechanical function other than to move. Hier, wie kann ich die moven? The face of the clock. The face of... Aha. Mach ich das? Achso, kann ich mit der Maus jetzt bewegen. Ja. Gut, das sagt mir gar nichts. Kann ich die... Gabriel doesn't want to take... Nee. The Das. hands do not appear to have any Kann ich die bewegen? The hands... Gabriel can't operate... Gabriel... Sag mal, wie kann ich die denn bewegen? Nothing happens. Okay. Dann schauen wir uns nochmal um. Hier liegt noch irgendwas in braun. Das können wir sogar nehmen. Ist das ein Buch? I think I'll take Daddy's sketchbook with me. Okay, da wollen wir noch mal reingucken. Ist das? Though Wie kann ich mir das jetzt genau ansehen? Wahrscheinlich so, ne? Gabriel looks fondly at his father's sketchbook and charcoal pencil. Ja? Gabriel looks fond... Gabriel... Entschuldigung. Aha. Oh Gott. Images haunt the pages of Philip Knight's sketchbook, the way they must have haunted his mind. The images touch a deep chord in Gabriel. So familiar are they that he finds it hard to believe they aren't from his own subconscious. Images haunt the pages of the... Okay, ja. Entschuldigung. Können wir umblättern? Ich weiß nicht genau, was ich hieraus sehen soll. Images haunt the page. The images touch a... Nee, nichts weiter tun. Ich kann es nicht um... Na gut. Kann ich mit der Lupe was gucken? Gabriel can see that just fine without magnification. Gabriel can... Okay, ja, sein können. Ja, Mensch, komm. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? So. Sollen wir jetzt wissen, wie wir die Uhr da einstellen sollen?
reingucken. Da muss ja eine Lösung für geben. Also ich würde auch sehr, sehr gerne hier die hier verstellen. Ah, guck mal, ist sogar so gebaut hier. Kann ich einfach so drehen, drehen, drehen. Und dann was tun. Aber woher wollen wir jetzt wissen, was wir da einstellen sollen? Ich probiere mal. Nothing happened. Ah, das wäre ja auch zu schön gewesen. Hier. Wie kriegen wir das denn jetzt raus, sag mal? Anybody here? Guess not. Anybody? Ah ja. I think I'll... Können wir unsere Oma vielleicht fragen, ob sie darüber was weiß? Komme ich jetzt nach unten? There is not. Nee, du sollst rausgehen. Gabriel can. The stairs. Ach so, wahrscheinlich, ne? Mhm. Okay, vielleicht können wir sie ja mal fragen, ob sie darüber was weiß. Über die alte Kiste. That's it. Take a load off, hon. Can we talk, Gran? Of course, my boy. How can I help? Die Uhr. Gibt's nicht, ne? Kannst auch nicht wiederholen. You know, Kannst auch nicht wiederholen. Wie kriegen wir das denn jetzt raus? Das muss doch was mit dem Buch hier zu tun haben, oder nicht? Muss doch hier umblättern können. Images. Verrückt. Das ist so ein Buch mit Dämonenzeichnungen hier. Kannst du nicht umblättern. Erkennen wir hier irgendwo eine Uhr? Ist das ein Löwe oder sowas? Hm. Granny might get worried. Achso, das will ich gar nicht. Schauen wir mal. Gabriel grew up in this room. Just being here make him feel safe. And after about 5 minutes, claustrophobia. Hier ist eine Uhr. That clock has been in the right family. Ja. Granny's family. For centuries. Grandmother. Können wir denn gucken? Granny doesn't like anyone messing. Gibt's doch gar nicht. Da kam mein Handy hier geklingelt. Ah, ist ja peinlich für die Aufnahme. So. Ja, ich weiß nicht so recht, wie ich hier weitermachen soll. Mir fehlen Infos, und zwar eine ganze Menge. Wir müssen irgendwie die Kombination rausfinden, aber ist die Frage, ob wir die hier rausfinden oder vielleicht irgendwo anders. I'm going up. Eigentlich muss das auf dem Dachboden sein. Vielleicht habe ich hier auch was übersehen. The skylight doesn't open. That box of Nick's Krimskrams. grandma's attic is a store. Grandma's. Ja. It's an old dress. My first impression of the female phone. It's Granddaddy's old golf bag. Okay, können wir den nehmen? I think I'll leave... You've already got me, you lucky devil. I think I'll leave that up here. Okay. I think Ja. I think Ja. I think Ja. no. No thanks. I think I'll... It looks pretty... Gabriel doesn't. And he laughed. Kann doch nicht sein. Wir müssen irgendwie doch rausfinden, was mit der Uhr ist. Das kann doch jetzt nicht wahr sein.
nothing happens. Keine Ahnung. Mitternacht hatten wir schon, ne? Ach, bestimmt, man kann ja so krass viele Sachen ausprobieren. Mal vielleicht nochmal A beobachten. ring of 6 symbols surround the face of the clock. A sword, a sun, an angel, a noose, an eclipse, and a dragon. There's an interesting design in the base of the clock. An elaborate mechanical clock. Probably Ah, das haben wir doesn't schon. seem. Okay, das Rätsel der Uhr werden wir uns beim nächsten Mal zu Gemüte führen. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.